Hallo Freunde, willkommen an alle, ich hoffe es geht euch gut. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie in 15 Minuten ein Kauf- und Verkaufssignal erstellen, wie Sie eine Kauf- und Verkaufstaktik erstellen. Wir werden heute mit Ihnen eine Indikatorkombination erstellen, das heißt, wir werden versuchen, eine Kaufbedingung zu schaffen, indem wir 3 Indikatoren verwenden. Warum zeige ich dir diese Typen? Stellen Sie sich das so vor: In der Türkei verwenden Investoren im Allgemeinen die Indikatoren, sie sind immer bekannt und begrenzt. Deshalb verwenden sie keine eigene Strategie. Sie suchen im Ausland nicht nach ausländischen Quellen. Wie wird im Ausland skalpiert, wie werden Männer im Ausland gehandelt, Sie recherchieren das nicht, Freunde. Ich zeige Ihnen Strategien, indem ich die meisten dieser Indikatoren vorstelle. Sie können sagen, ich habe einen Indikator, den ich in einem Video von Hermes gesehen habe. Lassen Sie mich den Blinker im Video von Hermes nehmen und meinen eigenen Blinker erstellen. Ich teile diese Videos, damit Sie Ihre eigene Strategie, Kauf- und Verkaufstaktik erstellen können, weil Sie einen Indikator von mir hinzufügen, den Sie in meinem Video sehen. Und wenn Sie zum Beispiel einen Indikator haben, den Sie selbst verwenden, und wenn Sie diese Indikatoren kombinieren, können Sie vielleicht eine Kaufstrategie entwickeln. Deshalb teile ich diese mit euch Freunden. Ich hoffe, es hilft, ich hoffe, diese Indikatoren sind für Sie nützlich. Ich möchte, dass es nützlich ist. Jetzt Leute, danke, dass ihr mir zugehört habt. Meine Telegram-Adresse steht in der Beschreibung des Videos. Sie können dorthin kommen, Sie können mir von dort aus Fragen stellen, ich werde versuchen, Ihnen zu helfen. Jetzt komme ich zum Trainingsvideo, ich versuche es euch so gut wie möglich zu erklären. Zunächst nehmen wir unseren kleinsten gleitenden Durchschnitt, den wir LSMA aus dem Bereich der Indikatoren nennen. Dafür ändern wir die Eingabeeinstellungen. Wir achten darauf, wenn wir die Eingabeeinstellungen ändern. Wir setzen die Erweiterung auf Achten. Aber die Quelle, die wir bekommen werden, ist nicht der Schlusskurs, Freunde. Wir wählen den niedrigsten Preis, so legen wir ihn fest. Lassen Sie uns die Farbe ändern, um es klarer und verständlicher zu machen. Ich habe es so geändert, Freunde, wie Sie sehen können. Jetzt werden wir LSMA sowohl für Unterstützung als auch für Widerstand verwenden. Wir werden es auch als Kaufbedingung verwenden. Vergessen wir das nicht. Nun Freunde, ein weiterer Indikator ist KDJ. Freunde, wir werden beide unsere Kauf- und Verkaufsbedingungen bestätigen und ihre Bewegung beobachten, wenn wir in den Handel einsteigen. Ich gebe ein Beispiel, jetzt hat der Preis vielleicht ein Kaufsignal gegeben und KDJ gibt zu diesem Zeitpunkt ein Verkaufssignal. Also werden wir dort darauf achten. Hier verwende ich Colinzes KDJ. Ich ändere die Eingabeeinstellungen von KDJ nicht, weil es gut funktioniert. Aber ich mache es einfach so. Ich werde die gelbe Linie hier schwarz machen. Und Jungs, ich werde es mutig machen. Unser anderer Indikator ist der Trendreduktionsoszillator. Vielleicht hast du es zum ersten Mal gehört, vielleicht sagst du, was ist das? Freunde des Trendreduktionspreisoscillators. Mit diesem Oszillator überwachen wir sowohl die Richtung des Trends, die Stärke des Trends als auch die Haltung des Trends über dem Preis. Hier schalten wir den Trendreduktionsoszillator ein, aber zuerst ändern wir natürlich seine Eingangseinstellungen, Leute. Jetzt öffnen wir den Einstellungsbereich. Ich ändere die Eingabeeinstellung auf 10, Freunde. Dann ändere ich die 0 hier auf 0,05. Lasst uns hier die Linie ändern und sogar die Farbe davon, Freunde. Machen wir eine deutlichere Linie, machen wir sie etwas dicker, es wäre besser, wenn wir von hier aus eine normale Linie machen würden. Und klicken Sie auf OK. Das ist alles, was wir als grafische Arrangements tun werden, Freunde. Wie werden wir sie nun verwenden? Mal sehen, wie wir damit eine Kauf- und Verkaufsbedingung erstellen. Nun, wie ich schon sagte, Leute, wir haben unsere Linie bei diesem Trendreduktionsoszillator hier auf 0,05 gezogen. Wir bestätigen bullish, wenn der Preis darüber geht. Die grüne Linie hier geht über die schwarze Linie hier.
Wir bestätigen dies als Kaufsignal. Auch hier verwenden wir den gleitenden Durchschnitt, um Kaufsignale zu bestätigen, wenn der Preis über die gelbe Linie steigt. Wir genehmigen es, Jungs. Wie ich Ihnen hier bereits gesagt habe, verwenden wir KDJ auch, um die Kauf- oder Verkaufsbedingung über den Preisen zu bestätigen. Wenn wir alle drei auf die gleiche Weise finden, wenn wir alle drei gleichzeitig finden, da sie Kaufsignale erzeugen, gehen wir davon aus, dass der Markt dort steigen wird. Wenn wir jetzt schauen, gibt es hier tatsächlich zwei Preisbestätigungen. Beide LSMA billigen, da die Kerzen über dem gleitenden Durchschnitt schließen. Und unser KDJ gibt die Freigabe. Der Trendreduktionsoszillator arbeitet hier als Widerstand. Der Preis wendet sich vom Widerstand ab und steigt wieder, wie Sie sehen können. Folgendes können Sie versuchen, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt steigt. Wie Sie sehen können, können Sie LSMA für die Preisverfolgung verwenden. Sie können also eine Trailing Stop-Loss Order verwenden. Sie können es auch als Stopp verwenden, wenn Sie darunter schließen. Ebenso können Sie stoppen, wenn KDJ ein Verkaufssignal gibt. Hier gibt es viele Optionen, es liegt an Ihnen, die Optionen hier zu erweitern. Jetzt gebe ich ein Beispiel. Sie haben hier mit einer Kaufbedingung und dem oben geschlossenen Preis gekauft. Indem Sie KDJ auf diese Weise folgen, Freunde, KDJ gibt hier ein Verkaufssignal, Sie können hier verkaufen. Bereits hier steigt der Kurs über den Trendoszillator. Ihr bekommt von nun an allen drei Stellen Zustimmung, Freunde. Lassen Sie mich Ihnen einige Orte nennen, auf die Sie achten sollten. Ich sage immer, wenn der Abstand zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Preisdiagramm groß ist, können wir vorhersagen, dass es dort zu einem Rückgang kommen kann. Gehen wir nun etwas weiter zurück. Es gibt einen Bruch über dem gleitenden Durchschnitt. Lassen Sie mich das sagen, Freunde. Wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt steigt, sehen Sie sich die Indikatoren hier an. Schauen Sie nicht hierher, nur weil der Indikator hier ein Kaufsignal gibt. Hier gibt KDJ jetzt das Kaufsignal, Freunde. Der Preis liegt unter dem gleitenden Durchschnitt, der Trendoszillator liegt unter DPO, nicht darüber. Sehen wir uns also andere Indikatoren auf dem Chart an, wenn die Kerze über LSMA schließt, also dem gleitenden Durchschnitt. Nun, wenn wir es uns ansehen, gibt es hier eine Kerze knapp über dem gleitenden Durchschnitt, Leute. Auch hier schafft es eine Kaufbedingung. Wenn wir nachsehen, haben sowohl Ihre beiden Indikatoren hier als auch der KDJ dort drüben zwei Kerzen früher ein Kaufsignal gegeben. Ebenso hat der DPO hier die Form einer Rückkehr von einem Widerstand angenommen. Denn, seht mal Leute, wie ihr sehen könnt, wenn DPO vom Widerstand zurückkehrt, gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass eine rote Kerze danach kommt. Schauen Sie hier, der Preis hinterlässt eine rote Kerze. Der DPO steigt hier, ja, die grüne Kerze berührt auch den Widerstand, aber sie kann nicht darüber gehen, kann den Widerstand nicht brechen. Dann verließ der Preis eine rote Kerze, wie Sie sehen können, und kehrt vom Widerstand zurück. Sie können sich also die Linie, die wir hier im DPO ziehen, als Unterstützung oder Widerstand vorstellen. Er wird auch Trendfolgeoszillator genannt. Wenn der Preis hier im DPO reagiert, hinterlässt er eine rote Kerze, fällt aber nicht unter den gleitenden Durchschnitt. Es läuft dort als Stütze und setzt sich darüber fort, wie Sie sehen können. Gehen wir etwas weiter zurück, Jungs. Hier geben zum Beispiel alle drei unserer Signale gleichzeitig ein Kaufsignal, es gibt keine Verzögerung. Schauen Sie sich jetzt die Kaufsignale dieser Indikatoren an, nicht drei davon gleichzeitig. Schauen Sie sich auch die drei Signale hier an, die ein Kaufsignal geben. Jetzt schließt der Kurs die Kerze über dem gleitenden Durchschnitt und KDJ gibt gleichzeitig ein Kaufsignal. Gleichzeitig gibt DPO auch ein Kaufsignal, das heißt, es bricht den Widerstand. Wenn hier einmal der Widerstand gebrochen ist. Stellen Sie sich das so vor, Sie können denken, dass das Volumen zunimmt, Freunde, und es gibt einen plötzlichen Geldzufluss. Der Preis springt in die Höhe, das kann man sich so vorstellen. Nun, dies ist ein 15-Minuten-Chart. Hier kommt es zu einem plötzlichen Zusammenbruch. Lassen Sie uns die Preisspanne hier untersuchen.
Wie Sie sehen können, gibt es eine Preiserhöhung von bis zu 3%. Die Entscheidung, das Produkt hier zu verkaufen, liegt ganz bei euch. Wo verkaufen Sie, was machen Sie? Die Entscheidung hier liegt ganz bei Ihnen. Auf einem 15-Minuten-Chart spreche ich also für mich selbst. Auf einem 15-Minuten-Chart kann ich keine 3% Gewinn machen. Denn sobald ich hier eine 1% Kerze fange, erteile ich einen Verkaufsauftrag. Denn vergessen Sie nicht, dass sich in 15 Minuten Charts und Charts mit kleinen Perioden Glück und ständige Gelegenheiten für uns ergeben, Freunde. Lassen Sie uns nicht aufregen, bleiben Sie cool und nehmen Sie unsere 1%, 1,5% Gewinn und verlassen Sie dann den Handel. Wenn Sie so darüber nachdenken, werden Sie aufgeregt und bleiben in dieser Kerze hängen. Sie denken, diese Kerze ist um 1,5% gefallen, 2% Verlust, Freunde. Sie sagen, dass ich nach dieser Kerze verkaufen werde, während Bitcoin fällt, können Sie es nicht verkaufen und Sie werden es haben. Während Sie dieses Mal 1% Gewinn mitnehmen können, können Sie dieses Mal bei 3% Gewinn stecken bleiben und mit 3% Verlust aussteigen. Lassen Sie uns darauf achten, gehen wir in unserer Grafik ein wenig weiter zurück, Freunde. Wenn wir es uns ansehen, sehen wir, dass der Preis auch hier über den gleitenden Durchschnitt steigt. Sehen Sie, wie der Preis steigt. Ebenso bestätigen uns hier unsere 3 Bedingungen. DPO genehmigt, KDJ genehmigt und unser gleitender Durchschnitt, den wir LSMA nennen, genehmigt uns. Lassen Sie mich das noch einmal sagen. Vielleicht habt ihr einen besseren Indikator als die hier, Freunde. Sie können sagen, dass ich einen Indikator im Video von Hermes gesehen habe. Lassen Sie mich den Indikator aus diesem Video nehmen und ihn mit meinem eigenen Indikator kombinieren. Lassen Sie mich mir eine Strategie machen. Du weißt, was ich für dich will, also hole dir so viele Informationen wie möglich aus meinen Videos. Ich meine, holt den Datenschutzbeauftragten von hier, Leute, holt den Trendoszillator. Fügen Sie diese selbst hinzu und bestätigen Sie diese mit dem von Ihnen verwendeten Kennzeichen. Und stellen Sie sicher, dass Sie wirklich Erfolg haben, das werden Sie. Weil ich ein Beispiel für feste Dinge gebe, wenn Sie die ganze Zeit mit Markt und RSI und Stochastik vorankommen, werden Sie an einer bestimmten Stelle stecken bleiben, Freunde. Da nicht alle Preischarts gleich sind, gehen nicht alle Charts so. Vielleicht bewegen sich Kryptowährungen nahe beieinander, da es auf Bitcoin basiert, sind Grafiken in Kryptowährungen im Allgemeinen gleich, aber auf dem Forex-Markt zum Beispiel. Nicht alle Aktiendiagramme sind an der Istanbuler Börse gleich, DH bis 100. Deshalb müssen Sie ständig Strategien entwickeln. Deshalb sage ich Ihnen, diese Dinge hängen nicht von einem einzelnen Oszillator ab, sondern von einem festen Indikator. Schauen Sie so breit wie möglich. Das Trainingsvideo, das ich heute erzählt habe, war eine Kauf- und Verkaufsbedingung in einem Zeitraum von 15 Minuten, Freunde. Ich habe Ihnen so viel wie möglich 3 bis 4 Beispiele gezeigt. Ich hoffe, dass dieses Video für euch nützlich sein wird. Ich hoffe, es ändert Ihre Perspektive. Ich meine, ich hoffe, Sie bekommen hier einen Hinweis auf mich, Sie können sich eine Strategie ausdenken. Ich hoffe, Sie werden erfolgreicher sein. Das hoffe ich, Freunde, ergreift keine unnötigen Maßnahmen. Sei so cool wie möglich. Und keine Panik und halten Sie sich so weit wie möglich an die Stoppregeln. Wenn der Preis unter das sich bewegende Medium fällt, schließt es. Verlassen Sie die Transaktion. Vielleicht schließt der Kurs hier oder der Kurs steigt wieder. Es spielt keine Rolle, ob der Kurs steigt, man denkt immer daran. Was ist, wenn der Preis nicht steigt, der Preis hier gesunken ist, was werde ich tun? Folgen Sie der Disziplin der Indikatoren, wenn es ein Verkaufssignal gibt, verkaufen wir, wenn es ein Kaufsignal gibt, dann kaufen Sie. Aber lasst uns richtig und weise kaufen und verkaufen, lasst uns auf diese Jungs achten. Das ist, was ich euch sagen möchte, ich hoffe, ich konnte es erklären, ich hoffe, ihr habt es verstanden, wir sehen uns im nächsten Videotutorial, Jungs.